Sie versprechen Entspannung auf Knopfdruck. Oh, der geht ja ganz schön ab, der Kollege. Dieses Gefühl von Schmerz und Entspannung. Anna experimentiert mit Gadgets zur Muskelentspannung. Andere wollen Stressabbau auf einer anderen Ebene, ganzheitlicher sozusagen. Antonia, Bernd und Sabine sind beruflich stark gefordert. Sie suchen einen entspannenden Ausgleich in der Natur, wie wissenschaftliche Untersuchungen ihn belegen. Stressmessungen mit Pulskontrolle und GPS-Geräten kamen in einem Forschungsprojekt zu dem Ergebnis, dort, wo am meisten Wildnis erlebt wird, findet körperlich und psychisch die größte Erholung statt. Studienleiter Eike von Lindern sagt, Natur muss unsere Sinne fordern. Aufmerksamkeit, Neugierde wecken. Wenn wir eine Landschaft als zu wenig herausfordernd wahrnehmen, dann ist sie auch schnell langweilig und wenig interessant, versetzt uns auch nicht ins Staunen. Anna staunt derweil nicht schlecht über eine Akupressurmatte für 62 €. Gemütlich ist anders. Das sind über 6.000 kleine spitze Plastikdornen, die hier auf dieser Akupressurmatte angebracht sind. Und da soll ich mich gleich mit freiem Oberkörper drauflegen. Und dann bohren sich diese kleinen spitzen Schlawiner in meinen Rücken rein. Das soll helfen gegen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen und auch Stress lindern. Ich bin gespannt. Was sagt denn die Expertin? Durch diese Stimulation über diese kleinen Zacken kommt es zu einer hohen Durchblutungsanregung und über die Durchblutung kommt es natürlich zu einer guten Versorgung in der Muskulatur und die kann dann einfach ein bisschen entspannen. Wir haben eine große Kopfschmerzzone an unserer Brustwirbelsäule zwischen unseren Schulterblättern und dadurch, dass da ja die Durchblutung angeregt wird und die Muskulatur entspannt wird, wirkt sich das häufig begünstigend auf unsere Kopfschmerzen aus, dass die reduziert werden können. Na gut, das muss natürlich ausprobiert werden. Oh, ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Nee, geht. Nach 20 Minuten dann Tiefenentspannung. Auch im Wald macht sich nach rund 20 Minuten Wohlbehagen breit. Hier ist es richtig angenehm. Ja, wir haben eben schon beschlossen, dass es hier irgendwie uns sehr gut gefällt. Und Bernd hat schon gesagt, aber warum gefällt es hier uns sehr gut? Und ich glaube, wir haben so einstimmig beschlossen, dass das eher so dieses endlich Wald, diese mehr Ruhe, das Grün, die Natur, das ist, glaube ich, was uns da ganz gut gefällt. Wir sind fernab vom Stress, von den Orten, wo wir eigentlich sonst Belastung erleben. Die natürlichen Geräusche, Gerüche und Farben des Waldes sind Balsam für unsere Seele. Durchatmen. Wir werden ruhiger, aufmerksamer, entdecken die Langsamkeit wieder. Psychologen nennen das auch achtsam sein. Dabei hilft uns der Wald. Achtsamkeit, darunter verstehen wir in der Regel das wertungsfreie Erleben im Hier und Jetzt. Also, dass ich mich selber so wahrnehme, wie ich gerade bin, mit all meinen Gedanken, positiven und negativen Gedanken, aber ohne die zu werten. Dass ich sozusagen innerlich einen Schritt von mir selber zurücktrete und mich einfach mal angucke in der Situation und sage, so bin ich. So fühle ich mich gerade, das beschäftigt mich gerade. Das hilft mir dabei, meine Sorgen und Gedanken und auch Wünsche zu sortieren und mir dessen klar zu werden. Und dann fühle ich mich auch ganz im Hier und Jetzt. Auf Dinge in der Natur zu achten, ist schon positiv. Also das ist auch was man ja mit allen Sinnen irgendwie macht. Ich mache das öfter mal, also jetzt auch zu Hause. Ne? Ich mache das tatsächlich zur Entspannung. Ich könnte es mir schon vorstellen, das einzubauen, aber man muss halt auch die Zeit dafür finden und auch dafür bereit sein. Also wenn ich jetzt auf Krampf sage, okay, morgen um 15 Uhr gehe ich jetzt in den Wald und setze mich dahin, ich glaube, das ist nicht so effektiv. Naja, die Zeit muss man sich gerade im stressigen Alltag vermutlich trotzdem gezielt einplanen. Auf Knopfdruck funktioniert höchstens die Massagepistole für knapp 90 € mit verschiedenen Aufsätzen. Das sieht nicht so gefährlich aus wie die anderen. Die Intensität kann Anna einstellen. Wichtig für unterschiedliche Körperregionen, hilft aber auch nicht immer. Im Rücken komme ich so natürlich nicht mit meinen kurzen Ärmchen. Fühlt sich aber gut an. Tut ein bisschen weh. Tut ein bisschen weh. Au, aber ist schon gut. Dieses Gefühl von Schmerz und Entspannung. Dann vielleicht doch lieber massieren lassen? Das Massagekissen ist kabelgebunden, hat rotierende Kugeln und ist mit 39 € vergleichsweise günstig. Was ich ganz cool finde ist, ich habe das ja jetzt hier oben und ich kann das Kissen jetzt aber auch runterziehen und dann kommt das an Stellen, da würde ich jetzt mit der Massagepistole zum Beispiel
gar nicht drankommen. Oh. Die Rotation kräftig, aber monoton. Können so Stress und Rückenschmerzen gelindert werden? Wenn man sich dabei einen schönen Tee macht und ein gutes Buch liest, ist es bestimmt auch sehr entspannend, aber es hat halt keine Langzeitwirkung. Es ist wirklich für den Moment, dass man sich mal kurz aus dem Alltag holt. Aber darum geht es ja schließlich. Im Wald, auf der Massagematte, bei einer Selbstmassage. Ein kurzes Eintauchen in eine andere Welt. In den Wald, die Natur oder auch den eigenen Körper. Eine Auszeit, die man sich hin und wieder mal gönnen sollte. In der nächsten Folge geht's um die wichtigste Nebensache der Welt, um Sex. Eine erfüllte Sexualität, auch wenn vielleicht die allererste Verliebtheit erstmal vorbei ist.